Ja, Kai, schön, dass wir uns heute hier treffen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir wollen ja heute mal über ein sehr spannendes Thema sprechen. Hier auf der SPS werden ja Produkte ganz gerne mal mit viel Tamtam präsentiert. Und wir wollen uns mal anschauen, wie man theoretisch und auch in der Praxis dicke Kupferschienen verbiegen kann, ohne sie zu berühren. Genau. Also im Grunde geht es ja darum, dass wir die Kupferschienen nicht verbiegen und dass es eigentlich kein Tamtam gibt, weil das ist die beste Lösung, wenn man dann richtig geplant hat. Genau heute geht es um das Thema Elektroplanung und die Kurzschlussbetrachtung, also sprich die Sicherheit von Maschinenelektrik. Und ja, freue ich mich, dass wir heute mal drüber reden können. Ja, ist auch wichtig, dass wir mal drüber sprechen, denn aus meiner Erfahrung als Elektrokonstrukteur muss ich sagen, dass das Thema zwar wichtig für uns ist, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht nicht jeder immer so macht. Das hat natürlich unterschiedlichste Gründe. Zum einen muss ich sagen, dass ein Kunde von mir bis jetzt noch niemals gefragt hat, hey Kai, kannst du mir mal deine Berechnung geben oder kannst du mal den Nachweis liefern? Zum anderen, naja, ist es vielleicht auch für manche ein bisschen zu komplex und aufwendig, aber auch dafür habt ihr ja eine Lösung und das wollen wir heute mal aufzeigen. Genau. Von daher, lass uns mal vielleicht vorne anfangen. Ja. Wenn der Kunde dich danach fragt, woher kommt denn überhaupt die Anforderung, dass wir eine Kurzschlussbetrachtung für unsere Anlage machen? Genau. Also es ist immer wichtig, bei den Grundlagen mal anzufangen. Und wie wir sehen können, gibt es ja bei einer klassischen Maschine den Stromfluss von unserem Trafo über die Niederspannungsenergieverteilung bis runter in den Maschinensteuerschrank und dann letztendlich in die Last. Und genau auf dem Wege können eben diverse Kurzschlüsse auftreten, also einfach Fehler. Ja. Und die gilt es im Grunde richtig abzusichern. Und das idealerweise bei der Planung vorher und nicht erst später durch Testen oder am Ende durch vielleicht einen Unfall, der passieren kann. Ja. Testen ist natürlich ein guter Stichpunkt, ja. Weil Testen ist natürlich keine Option. Ja. Und die Norm gibt ja auch da 3 Hinweise drauf, wie man das Ganze machen soll. Ganz genau. Kannst du noch mal konkret sagen, um welche Norm sich eigentlich Im Grunde geht es um die IEC 60204, also die Norm für Maschinensicherheit. Und die schreibt ganz klar vor, es muss eine Kurzschlussbetrachtung gemacht werden. Und diese Kurzschlussbetrachtung kann entweder in Form von Testen oder eben durch Berechnen gemacht werden. Ja. Wir wissen alle, dass natürlich, wir könnten es testen, ist teuer, aufwendig, macht keiner. Deswegen berechnen wir es. Und deswegen gehen wir auch ein Stück weit mit unserer Software dann in genau die Richtung. Ja. Aber zurückzukommen zu den Anforderungen, wo kann überhaupt ein Kurzschluss auftreten, haben wir hier einfach mal ein grobes Bild, wo wir sagen können, wo kann es denn passieren. Wir haben bei der Einspeisung, also sprich da, wo das Stromkabel in den Maschinensteuerschrank reinkommt, da können ein Kurzschluss auftreten. Es kann vor allem an der Last unten, was relativ häufig passiert, einfach mal ein Kurzschluss auftreten. Der Motor, der rüttelt, der bewegt sich ja im Betrieb, da kann sich was lösen und da kann schnell mal so eine Klemme irgendwie ans Gehäuse kommen und schon haben wir einen einpoligen Kurzschluss. Der ist natürlich auch personengefährlich, aber auch zwischendrin auf der ganzen Strecke haben wir die Möglichkeit, dass sich da mal was löst und da wollen wir natürlich nicht, dass da irgendwas anfängt zu brennen und dass jedes Schaltgerät auch sauber abschaltet. Ja, zum Berechnen müssen wir natürlich erstmal ein paar Grundlagen noch klären. Ja. Es gibt ja unterschiedliche Kurzschlüsse, kannst du auch dazu mal kurz was sagen? Ja, es gibt ja den maximalen Kurzschlussstrom, also das ist der dreipolige im Grunde. Das ist der stärkste, der auftreten kann und auch der gefährlichste, was das Thema so ein bisschen Explosion auch angeht. Ja. Und dann gibt es natürlich den minimalen einpoligen Kurzschlussstrom und da ist das Interessante, der muss hoch genug sein, weil genau dafür ist es da, das Schutzgerät muss sauber erkennen, dass es sich auch um einen Kurzschluss handelt. Genau, ansonsten kann ich einen schleichenden Prozess haben, dass ein Kabel anfängt zu brennen. Richtig. Oder sowas. Oder es greift jemand dann mal ans Gehäuse, kriegt einen Stromschlag und dann haben wir genau das, was nicht passieren soll, nämlich mitunter lebensgefährliche Verletzung. Genau, und dann haben wir ja noch genau den, der unsere Kupferschienen verbiegt. Genau, das ist dann der Stoßkurzschlussstrom. Das ist genau der Strom, der dann so richtig reinknallt, sage ich mal, in die elektrische Anlage und dort dann auch die Stromschienen zum Wackeln bringt. Und auch den wollen wir mit betrachten, nämlich mit unserem Electrical Designer. Und das ist im Grunde da unsere Softwarelösung dafür. Das heißt, wir haben eine Software entwickelt, die genau diese Auslegung dieses kurzschlusssicheren Stromkreises ermöglicht. Und das genau mit Gerätedimensionierung, mit der Kurzschlussbetrachtung, Kurzschlussberechnung, Leitungsdimensionierung, sodass im Grunde alles sauber ausgelegt ist und sich keiner mehr Gedanken machen muss, dass er was falsch gemacht hat und vor allem, dass der Nachweis da ist. Ja, perfekt. Die Alternative wäre ja, dass ich mir irgendwie 3 Karo-Blätter hinlege, ne, und fange schön an, IK Max, IK Min,
Stoßkurzschlussstrom, alles schön berechnen. Und dann passiert natürlich, was immer passiert. Eine kleine Änderung beim Kunden. Wir zerknollen das Papier, schmeißen es in den Mülleimer und fangen nochmal von vorne an. Das ist nicht mehr State of the Art. Richtig. Tatsächlich wird noch viel so gemacht, teilweise. Aber das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen natürlich eine Änderung irgendwo durchführen und die soll sich gleich auf alle anderen möglichen Änderungen auch durchrechnen, sodass wir immer aktuell sind, auch bei späten Änderungen im Projekt. Und die passieren, wie wir alle wissen, eigentlich so gut wie immer. Ja. Um die ganze Betrachtung jetzt zu machen, wo fangen wir jetzt an? Fangen wir jetzt oben beim Trafo an oder fangen wir unten am Motor an? Im Grunde fangen wir beim Trafo erstmal an. Also wir schauen, was hat der Trafo für eine Einspeiserleistung, also was hat mein Netz für eine Kurzschlussleistung, die reinführt in meinen Steuerschrank. Und dann schauen wir uns die Lasten unten an, was die ziehen, weil je nachdem, wie die Last unten aufgebaut ist, also ob es ein großer oder ein kleiner Motor ist, ob es eine ohmsche oder induktive Last ist, können die Kurzschlussströme entsprechend unterschiedlich fließen oder unterschiedlich stark sein. Und danach lege ich die Leitung aus. Und die Leitung zusammen mit der Last, die muss natürlich in der Lage sein, diese Kurzschlussströme auch mal zu führen. Und danach lege ich dann die Schutzgeräte aus, die natürlich auch wieder in der Lage sein müssen, alles sicher abzuschalten. Ja, dann lass uns doch mal konkret werden. Ja, Vielleicht fangen wir einfach mal mit einem Frequenzumrichter an. Denn Frequenzumrichter abzusichern und auszuwählen, ist ein bisschen komplexer. Richtig. Wenn wir da mal reinschauen in die Software, in unseren Electrical Designer, dann sieht man erstmal, wie ich es dir erklärt habe, dass wir mit einer Einspeisung anfangen und hier direkt mal die erste Last anlegen. Also wir sehen jetzt hier schon, wir haben so ein 400 Volt Netz angelegt und gleich als erste Last unten so einen Frequenzumrichter hinzugefügt. Ja. Und da gehen wir jetzt einfach mal drauf und sagen der Software jetzt, um welchen Frequenzumrichter handelt es sich denn. Ja, man wird ja auch sehr schön durch die Software geführt, die Daten eingeben. Ja, genau. Das ist auch das Ziel, dass wir quasi unseren Anwendern es so einfach wie möglich gestalten, dass sie eigentlich gar nicht mehr überlegen müssen, wo muss ich hinklicken, sondern die Software macht vieles automatisch, aber ich kann alles ändern. Hier in dem Beispiel nehmen wir jetzt einfach mal so einen 11 kW Umrichter, was so eine klassische Größe ist. Und die Eingangsseite des Umrichters ist jetzt für uns quasi so ein bisschen das kurzschlussrelevante Gebiet oder die kurzschlussrelevante Region. Weil den müssen wir jetzt quasi absichern nach oben hin. Und da hat die Software eben diese gesamten Datenblätter und Protective Sheets, wie wir sie kennen, im Bauch. Und sucht jetzt hier, wenn ich es ausgewählt habe, dann passen den perfekten Motorschutzschalter raus. Ja, und wir haben ja gesehen, es war ein Approved Device, Ja. also ein geprüftes Gerät, was von euch dann geprüft wurde in der Kombination, Genau. dass es auch für den Einsatzfall wirklich hält, was es verspricht. Ganz genau so ist es. Ja. Ich habe dann auch nochmal Auswahlmöglichkeiten, wenn es drauf ankommt. Aber in der Regel kann ich die erste Version, den ersten Vorschlag ungesehen eigentlich heranziehen. Und damit bin ich auch sicher, dass es passt. Genau. Ja, dann lass uns doch mal eine weitere Last hinzufügen. Gerne. Wir haben zum Beispiel noch die Möglichkeit, einen klassischen Motor hinzuzufügen. Also Das eine machen wir jetzt. Asynchronmaschine. Ganz genau, also ein ganz normaler netzbetriebener Ja. Motor. Und den fügen wir hier genauso einfach hinzu über das Plus-Symbol, klicken dann wieder auf den Motor drauf. Und was wir eigentlich nur tun müssen, ist hier am Ende die Motorleistung festlegen, Ja. weil die ist wieder ausschlaggebend dafür, was für Strom fließt am Ende. Und Ja, man sieht ja auch sehr schön, dass die Leitungslänge berücksichtigt wird. genau, richtig. Und genau, die habe ich jetzt wieder festgelegt und ich mache wieder genau dasselbe. Am Ende, ich wähle jetzt eine Gerätekombination, die wird mir jetzt automatisch hinzugefügt. Und die Software, der Electrical Designer, rechnet alles automatisch aus. Und wie man hier auch schön sehen kann, es sind ja nicht nur die Geräte, die ausgesucht werden, sondern er macht eine detaillierte Leitungsauslegung. Also hier sehen wir das mit 1,5 Quadratmillimeter zum Beispiel. Er macht auch diese Kurzschlussbetrachtung mit dem kleinsten, mit dem minimalen Kurzschlussstrom. Das heißt, er rechnet es durch und würde im Falle des Falles auch den Querschnitt nach oben schieben, sodass natürlich auch der Kurzschlussstrom am Ende hoch genug ist. Ja, und beim Frequenzumrichter haben wir keinen Schutz davor, den brauchen wir nicht. Und beim Motor haben wir jetzt auch das Schutz in Kombination mit dem Motorschutzschalter. Die Kombination ist geprüft und in unserem Fall ist sie wahrscheinlich oder ist sie bei 150 kA oder 100 kA. Also das ist auf alle Fälle ein Wert, der schon selten erreicht wird in industriellen Anlagen. Ja. Genau. Jetzt haben wir dreipolige Verbraucher. Wie sieht's aus? Können wir auch einpolige Verbraucher abdecken? Ja, die gehen wir genauso hin. Da können wir einfach mal wieder reinschauen. Wir fügen wieder eine weitere Last hinzu und in dem Augenblick nehmen wir jetzt einfach mal einen ohmschen Verbraucher, eine Resistive Float, wie es im Englischen auch so schön heißt. Und da ist wieder genau dasselbe Prinzip da. Ich gehe jetzt auf die Last, wähle jetzt hier die elektrische Leistung, zum Beispiel so einen 2 kW Heizer, wie wir den typisch haben,
stelle jetzt mal das Phasenanschlussschema um auf 1+N, also so ein klassischer einphasiger Verbraucher. Und wenn das dann übernommen wurde von der Software, gehen wir wieder zurück. Und was machen wir dort wieder? Wir wählen ein Gerät, wählen jetzt einen Miniature Circuit Breaker, also einen klassischen Leitungsschutzschalter. Ja. Und auch hier hat die Software jetzt alles automatisch gerechnet. Und jetzt haben wir schon 3 Verbraucher in unserer Anlage drin. Sind wir eigentlich schon komplett für eine kleine Maschine. Ja, was natürlich noch fehlt, ist irgendwie der Hauptschalter. Richtig? Der ist hier auch schon angedeutet, wie wir sehen können. Ja. Also links oben haben wir so einen Line Protector, also so einen klassischen Anlagenschutzschalter, den man normalerweise verwendet. Auch da könnte ich jetzt verschiedene Gerätekategorien nehmen. Aber auch den können wir jetzt relativ einfach raussuchen, indem wir da wieder auf diesen Line Protector gehen. Und die Software macht mir schon automatisch im Hintergrund immer die passenden Vorschläge, was ich dann nutzen kann. Ja. Ich wähle einfach eine aus, übernehme das Device oder übernehme das Gerät. Und ja, am Ende haben wir jetzt eine komplette Anlage geplant, eine kleine Mini-Anlage geplant. Wir gehen nochmal zurück in die Hauptstromsicht und wir sehen, das ist eigentlich jetzt alles fertig. Und ganz oben sehen wir jetzt am Ende auch, wir haben so ein Gesamt-ICC und das ist jetzt das Wichtige, Kai. Jetzt haben wir einen Nachweis nach Norm. Das heißt, wir haben alle Abgänge einzeln nachgewiesen mit den einzelnen ICCs und wir haben ein Gesamt-ICC für unsere komplette Anlage erstellt. Wir können das Ganze jetzt auch noch, wenn wir wollen, ausdrucken. Das heißt, wir gehen jetzt einfach hier zum Beispiel auf so eine kleine Print-Funktion, das kleine Druckersymbol. Und dann alles die Dokumentation. Perfekt, genau. Ich kann es auch in verschiedenen Formaten exportieren, wie zum Beispiel auch eine Excel-Datei oder eine Stückliste ausgeben, downloaden. Gibt verschiedene Möglichkeiten, das Ganze dann auszugeben. Ja, das ist auf jeden Fall für uns Elektrokonstrukteure ein großer Benefit, denn damit haben wir einen sauberen Nachweis, können das Ganze dokumentieren und dann passiert auch genau sowas nicht mehr. Ganz genau, das ist unsere Idee dahinter und probieren Sie es einfach mal aus. Das Tool ist kostenlos. Sie können es ja herunterladen bzw. brauchen Sie es nicht. Sie können es im Browser direkt nutzen, ohne Anmeldung, ohne Registrierung. www.siemens.com/tstcloud, also wie TIA Selection Tool Cloud und direkt loslegen und Spaß haben mit der Elektroplanung.